Scotland Yard, das bedeutet, wir jagen Mr. X und das im Ravensburger Spieleland. Das Spiel Scotland Yard könnt ihr in echt erleben und das in einem Freizeitpark. Eine Neuheit 2025 hier im Freizeitpark Ravensburger Spieleland. Scotland Yard von Auf & Rides und wir sprechen mit Lutz Bayer von Auf & Rides mal darüber, was das hier ist, was das kann und wir gucken uns das gemeinsam an, wie es bei der Fahrt aussieht. So, wir stehen jetzt vor Scotland Yard im Ravensburger Spieleland. Es ist Off-Season und wir haben Lutz von Auf & Rides dabei, die nämlich diesen neuen Ride hier gebaut haben. Und wir haben es in der Saison nicht geschafft, also ist der Lutz extra hingekommen. Nicht so ganz, aber ihr seid ja zur Wartung hier. Genau. Und wir machen jetzt einen kleinen Rundgang und gehen mit euch einmal durch den Ride. Und Lutz erklärt uns, was hier überhaupt passiert ist, was euch erwartet, wenn ihr es fahrt und was ihr alles hier gemacht habt. Also grundsätzlich hätte ich dich jetzt erstmal gefragt, was ist das eigentlich für eine Attraktion? Das ist eine gute Frage, was für eine Attraktion ist es. Ja. Es ist eine ganz neuartige Attraktion, was wir hier gebaut haben. Wir haben zum ersten Mal autonome Fahrzeuge eingesetzt, mit denen wir völlig autonom im früheren Rafting-Kanal fahren können. Es ist eine Indoor-Outdoor-Attraktion, das heißt, wir haben ein bisschen Dark Ride-Part, wir haben einen Outdoor-Fahr-Part drin und wir haben zum Abschluss noch eine Motion-Plattform drin, um noch ein bisschen Bewegung und ein bisschen Action reinzubringen. Und dann gucken wir uns das vielleicht einfach mal Stück für Stück an, oder? Vorneweg noch, alles habt ihr gebaut? Also wir waren zuständig für Gebäude, für das Ride-System und für die Thematisierung im Gebäude und in diesem Stück London vorne. Genau, das kam alles von uns. Sehr cool. Ja, dann ab durch den Eingang. Warum ist die Tür eigentlich so heiß? Ist das die Heizung? Das ist die Sonne. Das ist doch nicht die Sonne. Das ist nur die Sonne. Das ist brutal heiß. Das ist nur die Sonne gewesen. Ich habe schon gedacht, das kann doch keine Heizung sein, die ist ja dann immer offen. Nur weil die jetzt hier so offen stand, ist das so heiß. Deswegen schon mal die Audi-Fassade. Ah, hier geht's. Aber was ist denn mit der Sonne falsch? Das ist hier ab. Ja, Feuer frei. Ich gehe mal darüber. Also auch noch kurz für euch zur Erklärung. Wir haben gerade auch das Putzlicht, Werkslicht mit an, damit ihr uns seht. Aber ihr seht ab und zu ein paar Schnittbilder, wie das Ganze dann mit Showlight aussieht. Und ja, nach dem Eingang kommen wir in einen Raum. Wo sind wir hier? Das ist hier der erste Warteraum, den wir hier konzipiert haben. Da gibt es hier eine Projektion an der Wand, wo so ein bisschen live sieht man, wo Mr. X vor den Detektiven flieht. Es werden die Charaktere vorgestellt, die im Ride vorkommen. Wir haben hier so eine Art Security-Schleuse. Lauf mal durch, Bro. Ja, ging schon schief. Genau. Ja, dann haben wir hier solche Nummern auf dem Boden. Das soll den Leuten erleichtern, im Auto einzusteigen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Da ist auch noch so eine kleine Show, um die Wartezeit zu verkürzen. Da müssen die Leute dann mal kurz einmal drehen oder so, je nachdem. Wird alles zufällig gesteuert, sodass der Showablauf immer ein bisschen anders ist. Mhm. Genau. Und dann geht es hier durch das Drehkreuz, jeweils 6 Personen. Und dann geht es in die erste Pre-Show rein. So, in der ersten Pre-Show stellt sich im Prinzip die Mrs. Scott vor, die Leiterin von Scotland Yard, und erklärt quasi, warum es so wichtig ist, dass jetzt die Besucher Mr. X eben fangen. Pre-Show geht ungefähr 60, 70 Sekunden und dann geht es gleich ins Auto rein und Mr. X hinterher. Nicht schlecht. Ist ja, also vor allem für, das soll jetzt nicht abwenden, aber für das Ravensburger Spielland ist das ja auch ein großer Step mit Pre-Shows und verschiedenen Räumen, würde ich jetzt mal sagen, weil man sich den restlichen Park anschaut. Ich finde, es ist jetzt kein Universal, aber es ist jetzt ganz erträglich. Das sind auch 2 Paar Schuhe, glaube ich. Ja gut, so mal 1 Milliarde reindonnert oder halt ein paar Millionen. Kannst du sagen, wie viel das ganze Projekt gekostet hat? Weil das ist ja quasi alles made in Germany. Das ist ja nochmal so eine ganz andere Hausnummer, könnte man meinen. Die Tür geht dann wahrscheinlich auf nach der automatisch auf, genau. Und stehe ich dann direkt hier vorm Fahrzeug? Ja. Das ist so getaktet, dass quasi die Pre-Show beginnt, wenn das Fahrzeug quasi hinten an einem bestimmten Punkt steht. Ja. So dass erst wenn ein Fahrzeug kommt, geht die Pre-Show los. Ja. Und wenn die Tür aufgeht, steht das Auto schon leer da und ich kann direkt einsteigen. Okay, cool. Das soll auch ein bisschen diesen Effekt verstärken, dass man hier völlig alleine hier drin ist. Man sieht gar nicht, dass da vorne jemand anders drin saß.
und dann steigt man eben direkt in dieses Auto ein. Ja. Genau. Aber ich finde halt auch, wenn du hier reinkommst, das ist so stark gestaltet schon. Also wir haben es jetzt eben mit Showlicht gesehen, ohne die Werksbeleuchtung. Das war wirklich sehr beeindruckend schon. Klimatisiert ist das Ganze auch, was ja irgendwie auch nicht selbstverständlich in Deutschland ist. Das komplette Gebäude ist klimatisiert, kann im Winter beheizt werden. Also es wäre auch eine Winteröffnung möglich. Die Fahrzeuge können auch im Winter fahren. Machen wir jetzt ja auch gleich. Tada! Genau. Und genau, ja. Wir sind ja Mitte September gestartet und was wir jetzt nochmal nachziehen, sind so ein paar Kleinigkeiten, die sich einfach gezeigt haben, wo wir jetzt bei den neueren Autos schon verbessert haben. Und es gab eben 2 etwas ältere Automodelle, die werden jetzt heute eben noch nachgerüstet mit ein bisschen Technik. Ja. Und das Ganze ist ja quasi ein Prototyp, das habt ihr so vorher noch nicht gemacht. Richtig, genau, ja. Wie gut läuft's? Also es gibt ein Fahrzeug, das 7er Fahrzeug, das läuft nicht gut. War ja klar, 7er Fahrzeug. Ja, das war das erste Fahrzeug, das haben wir jetzt schon geholt. Dafür haben wir einfach ein komplett neues Fahrzeug hergebracht und die anderen Fahrzeuge laufen wirklich gut. Also wir haben bis jetzt keine Probleme gehabt, dass es zu großen Ausfällen gekommen wäre oder sowas. Und die Fahrzeuge laufen sehr stabil. Wir verbrauchen vom Akku her 30% an einem Tag. Okay. Das heißt, man könnte sogar 2 Tage mit einem Akku fahren. Macht man jetzt einfach nicht. Aber das läuft eigentlich ziemlich gut, ja. Wo und wie werden die Fahrzeuge geladen? Es gibt hier es gibt hier so eine Funktion hier auf dem Bildschirm, die heißt, wie heißt sie denn? Ich glaube einparken oder sowas. Und wenn man das drückt, dann parken die automatisch hier ein und stehen immer direkt vor einer Steckdose. Dann muss man das Auto noch dran schließen. Ah, okay. Und dann werden die einfach über die Steckdose nachts geladen. Okay. Die fahren nicht auf eine Schiene und laden automatisch. Den Stecker einstecken geht zu schnell. Das ist nur wieder Technik, wo kaputt gehen kann. Das wollten wir uns ja einfach sparen. Es ist auch bei nennen wir mal klassischen Trackless Dark Rides von Mitbewerbern. Die haben auch ihre Parkposition und da kommt da eine Strippe von oben, Stecker rein, fertig. Genau. Ich glaube, es gibt sehr unspektakulär es gibt sehr wenige, die das wirklich gleich noch irgendwie über den Boden laden oder so. Das, glaube ich, muss man nicht unbedingt anfangen. Und wenn sie es wirklich mal jetzt einen Tag vergessen würden, kein Problem, er hält 2 Tage. Vielleicht sogar noch einen 3. Ja, kann auch gut sein. Cool. Haben wir noch nie, doch einmal haben wir es ausgereizt, aber dann fährt er auch nicht mehr los. Irgendwann sagt er dann, er hat zu wenig. Ja. Hat zu wenig Ladung und dann muss man halt ihn anhängen, genau. Das Schöne ist, die können die Autos hier jederzeit, die haben einen Joystick, die können mit dem Joystick direkt ans Fahrzeug ran, können das quasi mit dem Joystick aus der Bahn rauslenken oder wieder reinstellen, sodass die haben immer ein Fahrzeug auf Reserve hier. Das heißt, die fahren permanent mit allen Fahrzeugen und wenn der eins kaputt wäre, kann man es direkt rauslenken, das neue rein, sodass man relativ schnell wieder auf voller Kapazität fährt. Oder wenn du mal zur Tankstelle musst, Sixpack Bier holen und Chips. Ja, oder dann kannst du damit auch machst eine hinfahren. kleine Show im Park, kannst mit dem Ding durchs Park fahren. Genau. Ja, mit Joystick läuft er getroffelt auf 10 km/h, um Unfälle zu verhüten. Genau. Wenn wir da schon bei sind, dass man etwas steuert, sind da ganz viele bunte Knöpfe in den Fahrzeugen und Bildschirme sind in den Fahrzeugen. Genau. Es gibt in den Fahrzeugen wir haben ja drei Sitzplätze in jeder Reihe und die Leute haben ihre eigene Taschenreihe. Wir haben es jetzt nicht mit dem Touchscreen gemacht, weil das Ding kann ja auch im Regen fahren und wenn du einen Regentropfen drauf hast, dann löst so ein Touchscreen manchmal nicht ganz so perfekt aus. Deswegen haben wir es old-fashioned mit Knöpfen gemacht. Ich glaube, es ist für die Besucher auch gut, weil wir dachten, das Spiel ist jetzt nicht so kompliziert, für manche schon recht kompliziert. Wer jetzt schon öfters gefahren ist, für den ist es einfach, für den ist es dann wieder zu einfach. Deswegen haben wir versucht, einen Mittelweg zu finden, wo man das Spiel spielen kann, sodass man vielleicht beim ersten Mal nicht unbedingt Mr. X fängt, aber vielleicht 2, 3 Punkte macht. Und wenn man 2, 3 Mal gefahren ist, dann kriegt man eigentlich schon relativ sicher das so raus, dass man Mr. X fängt. Es funktioniert so, dass während der Show Hinweise gestreut werden, wo Mr. X sich befindet. Und ich im Prinzip einfach dann auf der Karte gucken muss, welcher Knöppel, also es gibt einen gelben, einen blauen, einen roten und einen grünen Knöppel, welcher liegt am nächsten an dem Punkt, wo ich Mr. X vermuten würde. Und so kann ich dann durch Drücken feststellen, okay, da in der Nähe müsste er sein. Das ganze Fahrzeug spielt zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt die vordere Reihe anders abstimme wie die hintere Reihe, ist ein Putt.
Oder wenn ich super schlau bin, aber der Rest ist echt Hat überhaupt keine benebelt. Ahnung. Genau. So. Und dann fängt es natürlich an, dass jetzt die Profis dann anfangen mit kommunizieren. Das heißt, der es kennt, schreit blau, grün. Ah, Oder eben die Also da- Familie berät sich. ja. Manchmal vielleicht auch zu lang, dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Aber es entsteht ein bisschen eine Kommunikation. Das Schöne ist, wenn du in zwei fremde Gruppen reinsitzt, dann passieren auch mal ein bisschen ungewöhnliche Dinge. Ne? Ja, cool. Das sind ganz neue Perspektiven. Soll das Ganze ein bisschen interessanter machen, sodass es nicht nur einfach eine Fahrt wird, sondern einfach auch dieses Mr. X-Spielecharakter, was man ja vom Spiel her kennt und was ja auch die Ravensburger Philosophie ist, hier ein Stück weit wieder darstellt. Können wir weiter, was dann im Ride Genau. passiert? Das ist keine Puppe, da liegt wirklich einer drin. Das ist wie bei Dorothy. Ja, stimmt. Wir sind hier, also wir fahren ja quasi hier vorne in so einen Aufzug rein. Vielleicht gehen wir nochmal hier hin. Wir fahren ja hier in so einen Aufzug rein. Dann fahren wir quasi nach unten, virtuell nach unten. Wir fahren runter in eine Underground-Base, wie man es vielleicht von James Bond kennt. Da gibt es ja so einen Mr. Q, bei uns gibt es einen anderen Professor. Und der stellt quasi das Auto vor, weil das Auto hat ein paar Spezialfeatures. Weil wir ja nachher noch in der Themse fahren, braucht es Spezialfeatures, sonst macht das Ganze so nicht so viel Sinn. Ja? Das heißt, hier wird noch kurz erzählt, worum es geht, wie es funktioniert. Wir haben hier einen Hologrammprojektor, mit dem wir quasi ein Hologramm vom Auto zeigen, was für Features das hat. Und dann fahren wir wieder im Aufzug nach oben und dann geht es weiter in den Hinterhof. Cool. Also man sieht auch, die Autos fahren hier völlig selbstständig. Fahren rein, stoppen automatisch, Ja. fahren weiter. Es ist ja auch ein Trackless-Fahrsystem, was ihr habt. Ja. Aber ihr braucht diese Pucks auf dem Boden, oder? Wir haben die Steuerpucks, damit der die Show einigermaßen gut steuert. Okay, also das sind nur die Triggerpunkte für Ja. die Show. Ja, genau. Und braucht sonst keine Schiene, kein Fahrdraht, oder braucht Ja, ihr den doch. noch? Wir haben hier mal das Fahrrad drin, Okay. weil das sieht man nicht, der ist so verlegt, dass man nichts sieht. Das Thema ist einfach, dass wir ungefähr auf 5 cm, wir haben draußen an der Betonmauer 5 cm Platz, was er quasi eine Lenkdifferenz haben darf. Und das kriegst du einfach mit GPS, ist das unmöglich. Das funktioniert ja auch mit dem lokalen GPS-System. Das wird schwierig. Und deswegen fahren wir mit Lenkdraht. Es ist kein Lenkdraht. Eigentlich ist wir spannen ein Magnetfeld über die ganze Strecke und er erkennt aufgrund des Magnetfeldes, wie er in der Strecke steht. Okay. Und daraus leiten wir dann ab, wie er quasi lenken muss. Ja, hier sind wir jetzt in diesem Hinterhof. Da ist so, dass man vielleicht noch eine Besonderheit, wir haben hier ganz viel Drehscheiben im Gebäude drin. Wir müssen wir würden ja mit der Lenkung hier nicht rumkommen, der Radius wird nicht reichen. Mit dem neuen Fahrzeug, was wir bauen, wird es gehen, weil das hat einen Doppellenker. Der kann quasi wirklich richtig extrem fahren. Da kann ja auch quasi so ein Quergang, also da kann ja auch Kreuzgang fahren. So schräg driftenmäßig. Das Scotland Yard Auto konnte das jetzt hier noch nicht. Deswegen haben wir die Drehscheiben, was aber eigentlich auch eine tolle Geschichte ist, weil wir können zum Beispiel hier so einen Drift simulieren. Das heißt, wir fahren auf die Drehscheibe, man hört den Motor aufheulen, die Drehscheibe dreht sich ganz schnell rum und es kommt ein bisschen Nebel dazu und dann fühlt es sich halt an, als ob er hier gerade halt um die Ecke driftet. Und wir fahren hier rein, dann klingelt hier in der Telefonzelle das Telefon, dann ist so ein Informant dran, der einem sagt, Mr. X ist an der oder der Brücke. Hier haben wir nur Brücken, damit es einfach ist, weil eine Brücke steht immer am Wasser. So. Oder überm Wasser. Welcher Punkt würde es dann wahrscheinlich sein? Irgendwo, wo Wasser ist. Genau. Ich dachte, es sei einfach, aber es ist nicht einfach scheinbar für viele Leute. Jetzt bin ich ein bisschen froh, dass ich das auch hingekriegt habe. Das war jetzt viel Druck. Das war jetzt schon extrem, genau. Ja, wir haben eine Deckenprojektion, da kommt noch ein Hubschrauber oben drüber. Wir haben einen richtig sehr satten Bass, der hier ordentlich durchfegt. Wind natürlich noch. Ein Aufwind-T-Shirt. Easter Eggs sind wichtig. Ja, genau. Hier sind übrigens noch mehr Easter Eggs. Ja, dabei. genau. Der Bro hat sich ja auch verewigt. Genau. Und draußen im Lost Place oder auf dem Lost Place oder whatever. Richtig, ja. Ja, und hier wird auch ein Foto geschossen. Und dann geht's in den Außenbereich. Ja, let's go, oder? Ja, genau. Ist jetzt hier drunter der Fahrdraht? Ja, genau. Man sieht so ganz leicht. Ja, also der war ja am Anfang noch oben drauf. Ja, Hammer. Beerdigt.
sehr schön. Ja, ja, macht es auch besser. Also wenn man fährt, glaube ich, sieht man nicht mehr, dadurch, dass das Beton natürlich schon 20 Jahre alt ist, braucht es halt eine Zeit lang, bis es die Patina hat. Ja, genau. Hier gibt es noch einen Bildschirm. Da kommt noch so eine Karte, wo quasi so... der ist halt auch dreckig wie Sau, gell? Weißt du, wenn sie halt mit dem Laubbläser da durchgehen, ohne Rücksicht soll auf der dahinter Verluste. so aussehen? Hä? Was ist denn das? Ist das Rote dahinter? Soll das so? Ja, das passt. Das ist okay. Das ist Standardmotiv. Ah, okay. Ja, genau. Das sieht halt nicht aus wie ein Bildschirm, der an wäre. Deswegen ist Der das. ist an. Ja, doch. Das Krass, dann ist er echt cool. Der sieht aus, also das ist quasi der Mr. X hackt sich in den Bildschirm ein. Und das ist der gehackte Bildschirm, der zum Schluss kommt. Das ist cool. Also vor allem, wenn man jetzt davor steht und so überlegt, so, hä, was ist das Nee, jetzt? das ist eigentlich schon... Ihr habt auch dann alles Video überwacht, überall Sensorik, ich glaub, es sind, Blockbereiche. Sicherheitsblöcke sind hier überall drin. Ich meine, die Autos haben quasi ein Radar vorne dran, aber wir haben jetzt trotzdem hier eine Sicherheitsblocksteuerung drin. Ich finde es auch sehr cool, dass du halt hier als Parkgast über die Brücke rüberlaufen. hier dir Ja. von oben so ein Ride angucken kannst. Ja. Und da haben wir das Taxi, das fährt auch hin und her, ne, während der Show. Das steht jetzt mitten auf dem Weg. Ja. Das kommt man jetzt gerade schlecht durch, wenn man da runter will. Nicht optimal. Genau. Und da bauen wir jetzt gerade noch eine Schleppkette ein, weil man den Mr. X im Taxi schlecht sieht. Und deswegen kommt jetzt noch eine Beleuchtung rein, dass man ihn besser sieht innen drin. Ah. Ja. Also Mr. X sitzt im Taxi, ja? Mr. X sitzt im Taxi. Hier geht es ja dann später in den U-Bahn-Schacht. Warum ist hier so viel Beton auf einmal weg? Darf man das fragen? Darf man das im Video fragen? Darf man fragen, ja. Doch. Es ist so, die Autos haben einen Fanghaken, weil die müssen ja nachher auf der Motion-Plattform einraschen. Ja. Die raschen ja mit so einem Fanghaken ein. Ja. Und der Fanghaken sitzt natürlich ein bisschen tiefer, weil er einraschen muss. Ja. Und deswegen kam ja über diese knappe, wir haben hier eine Steigung von 28 Grad, nicht Prozent, sondern Grad, Ja. die hier runtergeht. Und diese Kante ist so heftig, dass quasi der Fanghaken da nicht drüber gegangen ist. Und deswegen mussten wir dem ein bisschen Platz schaffen. Wow. Das ist Genau. steil. Es ist extrem steil, ja. Richtig steil, ja. Bis wir das erste Mal da runtergefahren sind, habe ich auch nicht gedacht, dass man da runterfahren könnte mit einem Fahrzeug. Also er hat es jetzt die Saison über die ganze Zeit gemacht. Das ist verrückt. Ja, ist schon verrückt. Wenn man das so sieht, das ist... Ja, wenn du mal stell dich mal in die Schräge rein, dann siehst du schon mal, wie steil das ist. Ne? Ja, das ist auch so. Ja, da kommt ein Kiosk, da kommt dann noch mal so eine kleine Szene, wo im Auto dann so ein paar Tipps noch gibt. Dann kommt hier ein Riesenschuss Nebel raus. Der wird wahrscheinlich heute nicht gehen, weil die Nebelmaschinen schon alle abgebaut haben. Ja gut, es ist auch Winter, ne? Aber wir denken uns das nach, ja, es gefriert zum Schein. Also merkt euch, hier kommt ganz viel Nebel. Es Stellt euch kommt das wirklich, gut vor. wir haben wirklich eine Außennebelmaschine, die macht hier wirklich so zu, dass du das Taxi nachher nicht mehr siehst. Okay, krass. Ja. Und dann, Also wir werden das uns natürlich im Sommer auch nochmal angucken, aber dass ihr das jetzt dieses Jahr auch, weil es ist eine Neuheit aus diesem Jahr, das muss ja mal gezeigt werden hier. Und ich wollte es auch sehen. so, und da drin sieht man dann auch den Mr. X, wenn er dann mal beleuchtet ist. Ja. Er ist auch ganz schwer. Ja, gut, Nutzt das Mr. X. so beschlagen und so. Ne? Ja, klar. Der Mantel, der Kopf ist nach hinten verdreht. Arme und vorne Mantel von zu, aber der Kopf guckt nach hinten raus. Im Ernst? Nee. Doch? Ah ja, stimmt. Gut, das sieht man nicht, wenn man vorbei Das ist so einfach, den Mr. X zu finden. Du siehst doch nicht mal, warum der Kopf ist. Jetzt sind wir quasi in der U-Bahn von London, ja? Ja, genau. Wir fahren quasi in den U-Bahn-Schacht rein. Wir haben hier noch einen Hazer drin. Ich glaube, die sind auch schon abgebaut. Normalerweise ist hier so ein bisschen dunstig. Das heißt, die Lämpchen sind auch ein bisschen dunstig. Und dann hält quasi das Fahrzeug hier. Und dann kommt hier, fährt der Mr. X an einer U-Bahn vorbei, in der U-Bahn vorbei. Und da habe ich quasi verschiedene Farben. Und dann muss ich die Farbe drücken, wo ich vermute, da saß er drin. Er steht am Fenster, also eigentlich sieht man ganz gut. Genau, und hier geht es wieder hoch. Hier fährt er quasi hoch. Das ist nicht ganz so steil, das ist okay, ne? Ja, aber das war ja halt auch gar nicht vorher. Also der Drop, der war ja vorher, das habt ihr ja hier alles aufgeschüttet, Das ist ne? alles aufgeschüttet. Ja, ich glaube, es sind 2500 Kubikmeter Material. Boah! Das sind umgerechnet
so und so viel LKW-Ladungen und das in Badewannen und Fußballfeldern. Riesige Mengen, genau. Ja, und dann komme ich hier nach London rein. Hier können auch die Zuschauer stehen und ein bisschen zugucken. Ja, also man kommt quasi von da in den Ride rein und raus, aber man könnte auch nach hier durchgehen. Ja, also stehen ganz viele Leute also immer hier und gucken halt zu, wie die Autos oder machen Fotos. Ne? Und dann habt ihr auch noch einen richtigen Doppeldeckerbus. Ja, den haben wir ja gekauft aus Leipzig, glaube ich. Und die Firma, die den transportiert hat, hat dann erstmal die Brücke gesetzt. Aber ich finde, es ist, glaube ich, ganz gut geworden wieder. Also der sah vorher schlecht aus. Also er sieht aus, als ob es wieder okay wäre. Ja. Genau. Ja, man sieht innen drin schon. Also innen drin sind schon die ganzen Bänke sind verbogen, weil die sind alle am Dach fest. Ja. Und da hat es alles verwindet. Aber klar, was willst du machen, ne? Deutschland 4,60 Meter ist ein Problem. Ja. Ja. Das sind 60 Zentimeter zu viel. Ja, genau. Das ist Aber es ist einfach- halt trotzdem ein cooles Piece, weil das ist halt original. Es ist ein Original-London-Bus, ja. Der ist auch wirklich, man sieht auf der anderen Seite, da hat sogar noch Piccadilly Circus drin, ne? Ja. Auch die Fassaden finde ich cool. Ja. Auf den Monitoren sind auch ein paar Rätsel noch drauf dann, ne? Ja, und dann kommen wir hier in diesen Lost Space. Ja, übrigens, wir sind hier in Lost Places im Außenbereich, das ist gerade drin, weil der Knaller gezündet hat. Und hier ist noch ein bisschen alter Beton. Der wurde von mir gestaltet und umlackiert. Und wie das Ganze entstanden ist, werdet ihr auch noch in einem weiteren Video sehen. Das habe ich jetzt noch nicht veröffentlicht, weil ich dachte, wir gucken uns erstmal den fertigen Ride an, weil hier noch viel Baustelle war und das noch nicht fertig war. Und vor allem ist da jetzt sogar ein Es geht nochmal los. Hidden Piece inzwischen. Ja, brauchen wir 2 Gasflaschen pro Tag. Pro Zündung. Eine Gasflasche reicht für 2 Tage, ja, genau. Von was für Gasflaschen reden wir? Von so Kartuschen 11, oder? 11 Kilo. Okay. Ist jetzt einfach diese Saison, wo wir mal gucken, wie viel wir wirklich brauchen, weil das natürlich ganz schwierig zu sagen ist. Ja. Der Hersteller sagt es, rein rechnerisch ergab es das und real sind es eben eine Flasche in 2 Tagen. Wenn er voll läuft, ja. Dann macht er alle 40 Sekunden eine Explosion. Dann kommt man also aus dem Außenbereich Da kommt hier rein, genau, da kommt so eine kleine Szene, da sieht man eine Taschenlampe, die funkelt hier ein bisschen umeinander. Also Mr. X sucht den Ausgang, dann hört man, wie er quasi rausgeht, dann kommt über Funk noch, Mr. X ist über die Themse geflohen und dann geht hier das Tor auf und dann fährst du hier im Prinzip auf diese Plattform drauf. Und dann hast du hier vorne schon, bist du quasi auf so einer Plattform, man sieht das Wasser schon schwabbeln rechts und links. Ja. Und die Plattform, da fährt das Auto drauf, wird quasi eingehängt unten, verhakt. Und dann ist das eine Full-Motion-Plattform, die sich bewegt. Krass. Also 1 Meter hoch, 1 Meter runter. Ach, das auch. Ja, nee, halt, also von der Kippung her außen, ne? Wow. Wasser kann. Ja, schon, also es ist schon beeindruckend. Dann haben wir Wind und richtig viel Wasser. Sternenhimmel natürlich. Das ist wirklich echt cool. Das sieht erstmal sieht das super schön aus. Ja. Und es ist find halt irgendwie nicht dieses selbstverständlich, dass man eine Decke, also die Hallendecke verkleidet. Wollen wir in Zukunft immer machen. Ich finde einfach, eine Hallendecke ist einfach unschön. Das Ja. nimmt einem so viel an Gefühl weg und deswegen muss einfach, der Sternenhimmel muss da einfach rein. Ja. Ich finde auch, wenn wir jetzt von unschön reden, das ist wirklich eine sehr smarte Lösung, den Maintenance-Bereich abzugrenzen mit 2 Gitter. Die wir da entsprechend bedruckt haben. Die dann, dass es aussieht, hier ist eine Baustelle noch Ja. und die kann man dann auf der Seite schieben, man kann dahinter arbeiten, man kann das nicht rausschieben. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss. Es sieht einigermaßen okay aus und es ist halt trotzdem auch für die Technik praktikabel, weil Ja. du musst halt einfach öfters mal hin, die Kehrmaschine rein, rausfahren oder wie auch immer. Und das, glaube ich, macht einfach dann viel Sinn. Ja. Das stimmt. Ja, das ist schon mal sehr cool. Wie lange habt ihr an dem Projekt gearbeitet? Wir haben angefangen, ja, ich würde sagen im Sommer 24 und wir haben es im September 25 eröffnet. Stark. Also mit Autos entwickeln, diese autonome Fahrtechnik entwickeln, Software für die Autos entwickeln. Es ist ja in den Autos alles redundant aus Sicherheitsgründen. Wir haben 2 SPS, die sich gegenseitig überwachen. Also die Technik ist schon recht fortgeschritten in dem Bereich. Ja. Wahnsinn. Wir haben vorne einen Radarsensor, den wir wirklich extrem genau auslesen können, Abstand messen und so Sachen. Ja, da geht schon sehr viel in dem Bereich. Ja, dann
So, Action. jetzt hoffen wir mal, dass die Strecke frei ist, dann können wir starten. Sehr schön, danke dir erstmal. Achso, halt, die Schlussszene haben wir noch vergessen. So, ich dachte, das ist die Schlussszene. Nee. Genau, also hier haben wir die Schlussszene. Wir fahren quasi aus der Themse raus. Dann kommt hier so eine Projektion und da wird quasi gezeigt, entweder wird der Mr. X abgeführt in Handschellen oder du siehst, wie er wegrennt und es entspricht dann halt auch deinem Ergebnis. Entweder hast du es geschafft oder nicht. Und jetzt wird auf diesem Bildschirm im Auto noch das Foto angezeigt, wo man am Fotoautomat kaufen kann. Ja, und dann fährt man von hier quasi wieder in den Bahnhof rein. Das sind Schnellrolltore, die wir hier haben. Wir haben auf dem Markt nichts Gescheites gefunden, also haben wir sie da selber gebaut. Die fahren halt extrem schnell hoch und runter. Ne? Ja. Bei Aufwind baut man alles selbst. Nee, das, was Sinn macht, bauen wir selber, ja. Ja, ihr habt jetzt natürlich nicht die Reifen selber gemacht. Nein, wir haben am Auto... Wenn ihr jetzt ja gesagt hätte, ne? Nee. Aber die Karosserie haben wir gedruckt, aber da habt ihr ja schon mal ein Video drüber gemacht. Ja. Ne? Das ist komplett aus Das dem verlinke ich euch 3D-Drucker gerne hier kommt, ja. oben. Die Autos Genau. sind gedruckt. Alle. Wie gesagt, dieser Ride ist einfach so made in Germany. Das ist echt krass. Und jetzt haben wir alle mal einen kleinen Einblick bekommen, was passieren soll. Und jetzt gucken wir uns an, was wirklich passiert. Detectives, fahrt in die Underground Base zum Update des Fahrzeuges. Special Detectives. Für eure Mission wird euer Fahrzeug mit modernster Technologie ausgerüstet. Die Systemübertragung startet jetzt. Das Fahrzeug erreicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 0,314 Sekunden. Wasserpassagen kein Problem dank innovativen Luftkissen. Durch eine fortschrittliche Abhörsicherung sind eure Gespräche geschützt. Tauscht euch aus, bleibt fokussiert, handelt entschlossen. Viel Erfolg, Detectives! Beim Koch bauen wir das noch ein und hier in der Themse die Treppe hochsterben auch noch. Detectives, verhaltet euch ruhig. Ihr seid Mr. Ja, X wenn nicht es auf nicht der Fährte. ausmacht, ne? Schaltet alle Lichter aus und bleibt so unauffällig wie möglich. Schneller, Detectives! Alle Einheiten auf höchster Alarmstufe. Das Ziel hat seine Route geändert. Zentrale an alle Einheiten. Sichtkontakt in Sektor 7 bestätigt. Zugriff nur auf mein Kommando. Jetzt die Knöpfe drücken. Sicher? Drück einfach. Zentrale an alle Einheiten. Mr. X wurde soeben im Sektor 4 gesichtet. Zugriff vorbereiten. Special Detectives, haltet die Augen offen. Mr. X könnte überall sein. Habt ihr den Typen vorhin
hat einfach die Zeitungsständer umgeschmissen. War das nicht dieser Mr. X, den alle suchen? Ja, genau. Der hat mich auf meinem Fahrrad fast umgerannt. Ich konnte gerade noch ausweichen. Ich habe gehört, dass er mit dem Taxi in Richtung Piccadilly Circus Station will. Mr. X nutzt Nebel zur Tarnung. Ich wiederhole, wir haben kein klares Bild mehr. Jetzt die Knöpfe drücken. Piccadilly Circus, oder was? Falsche Route, Detectives. Ihr seid in den U-Bahn-Tunnel abgebogen. Das Gefälle ist zu heftig. Ich wiederhole. Stopp! Das ist zu steil. Brecht ab! Special Detectives, ihr habt nur einen Versuch. Beobachtet genau, in welcher Linie könnte Mr. X sein. Trefft eure Entscheidung schnell. Die Zeit läuft. Jetzt die Knöpfe drücken. In Rot? Zentrale an alle Einheiten. Unbekannte Aktivität im alten Industriegelände. Ich wiederhole. Unbekannte Jetzt die Knöpfe drücken. Scanner zeigen ungewöhnliche Wärmesignatur bei Zugang West. Möglicherweise Mr. X. Meine lieben Detectives, ihr wart mir so nah wie nie zuvor. Doch, Mr. X fängt man nicht. Er hat das Sicherheitssystem manipuliert. Ich wiederhole. Zugriffscode kompromittiert. Detectives, behaltet die Nerven. Ihr habt jetzt nur Sekunden Zeit, um den Aufenthalt von Mr. X zu ermitteln. Trefft eine kluge Wahl. Die Jagd geht weiter. Da vorne, los, schnell, weiter. Er scheint auf der Themse entkommen zu wollen. Zentrale an alle Einheiten. Zielperson befindet sich in unmittelbarer Nähe. Zugriff vorbereiten. Special Detectives, ihr habt es geschafft.
Mr. X sitzt dank euch hinter Gittern. Die Stadt kann endlich aufwachen. Euer Erfolg wird in der neuesten Ausgabe der London Times gefeiert. Jetzt habt ihr gerade ein paar Eindrücke bekommen, vielleicht nochmal Disclaimer, um das zu unterstreichen. Es laufen nicht alle Effekte und es ist jetzt nicht alles genau richtig eingestellt, wie es sonst im Normalbetrieb ist, weil der Ride ist ja gerade in Winterpause und heute hochgefahren worden für die Wartung, die Aufwind hier vor Ort machen und wir durften halt jetzt mal mitfahren und deswegen das einmal nur so als kleiner Disclaimer, dass ihr das nochmal im Hinterkopf habt für das, was ihr gerade gesehen habt, was echt ziemlich cool ist. Wir haben auch gerade schon ein bisschen gequatscht. Es gibt so ein paar Punkte, die finde ich nicht so sexy. Es gibt einige Punkte, die ich nicht so sexy finde, die jetzt auch so hinter mir quasi sind, was jetzt aber mit dem Ride an sich nichts zu tun hat. Aber Ravensburger Spieleland ist jetzt irgendwie kein Park, den man auf dem Schirm hat für eine immersive, krass gestaltete Attraktion. Und das, vor allem wenn der Einstieg, wie das Ganze von innen aussieht, ist super beeindruckend. Auch von außen Ein- und Ausgangsbereich, sowie der Weg dann zu dem Bus, was auch cool ist, dass du einfach aus verschiedensten Blickwinkeln den Ride sehen kannst, also so ein Semi-Dark Ride von außen sich so gut anzugucken. Oder wenn man spielt auf dem Spielplatz und dann darüber klettern kann, das ist auch einmalig meines Wissens. Und ja, im Gesamten gefällt uns das sehr, sehr gut. Ich hasse es ja eigentlich, einen interaktiven Dark Ride zu fahren oder Semi-Dark Ride in dem Fall. Aber das Spiel ist hier echt cool gelöst, weil erstmal hat das was damit zu tun, was man so im Ride sieht. Und es ist nicht die ganze Zeit dieses Gedaddel und Geballere, sondern an einigen Punkten bleibt man stehen und dann ist die Ansage, ey, jetzt geht es um das Spiel und jetzt beobachte das nochmal oder was hast du gerade mitbekommen und entscheide dich jetzt für eine Farbe und drücke diesen Knopf jetzt und wenn du das gemacht hast, dann geht es auch weiter. Also es geht auch weiter, wenn du es nicht machst, also falls ihr das jetzt hier rauszögern wollt. Das ist nicht, du kannst den Ride genießen, du kannst dir das alles angucken und hast die Interaktivität in speziellen Bereichen dann dafür. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und ja, ein super langer Ride, du bist um die 9 Minuten unterwegs, das ist auch echt krass und einfach eine coole Attraktion. Die Autos sehen gut aus, sie fahren sich gut, das sieht super beeindruckend aus, wenn das dann im Innenbereich da angefahren kommt. Man sitzt gut drin. Tolle Attraktion. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder im Sommer, wenn der Park regulär geöffnet ist und die Anlage ganz regulär läuft mit allen Effekten. Und bin ich sehr gespannt drauf, werden wir euch dann natürlich nochmal updaten. Wenn ihr Scotland Yard im Ravensburger Spieleland schon gefahren seid, eure Meinung dazu auch gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze findet. Was ist euer Eindruck? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Was würdet ihr anders machen? Und wir sind ja hier im Lost Place, im alten verlassenen Industriegelände. Und wie die Wand dahinter mir so bunt geworden ist, das zeige ich euch in einem anderen Video demnächst hier am Kanal. Ihr abonniert den Kanal, das kostet euch nichts, bringt uns ungemein weiter. Und jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video hier auf dem YouTube-Kanal. Und ansonsten war es das jetzt von uns und der Off-Season im Ravensburger Spieleland und Scotland Yard der Neuheit 2025.